Flüstern im Nebel. Der erste Schrei durchbrach die Stille der Nacht wie Glas, das auf Beton trifft. Er war weder fern noch gedämpft, er war nah, zu nah. Jonas Reuter erstarrte mitten im Schritt, sein Atem stockte, während er den abgenutzten Griff seiner Taschenlampe umklammerte. Der dichte Nebel wirbelte um ihn herum und verschluckte das Mondlicht. Seit einer Woche lief er diesen Weg jede Nacht ab, seit dem Verschwinden seiner jüngeren Schwester Evelyn. Die Polizei hatte nach 3 Tagen aufgegeben und sie als Ausreißerin abgestempelt. Aber Jonas wusste es besser. Etwas war hier draußen. Etwas beobachtete, wartete. Ein weiterer Schrei durchbrach die Stille, diesmal schriller, voller Qual. Sein Magen zog sich zusammen. Es war die Stimme einer Frau. Konnte es Evelyn sein? Er zwang seine Beine weiterzugehen, drängte sich durch den dichten Nebel. Die hohen Bäume ragten wie stumme Wächter über ihn auf, ihre skelettartigen Äste kratzten am Himmel. Der feuchte Boden schmatzte unter seinen Stiefeln, während sein Herz heftig gegen seine Rippen pochte. Dann Stille, eine unnatürliche, ohrenbetäubende Stille, die meine Gänsehaut über den Rücken jagte. Jonas verlangsamte seine Schritte und ließ den Lichtstrahl der Taschenlampe durch den Nebel gleiten. Nichts, nur ein leerer Pfad, der im weißen Abgrund verschwand. Doch er war nicht allein. Er konnte es fühlen. Das Gewicht unsichtbarer Augen drückte auf ihn, verborgen in den Schatten. Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter. Dann, aus dem Augenwinkel, eine Bewegung, eine Gestalt, kaum sichtbar durch den Nebel. Jonas' Kehle wurde trocken. Evelyn, rief er, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Die Gestalt antwortete nicht. Sie stand einfach da, regungslos, ihr Umriss flackerte wie eine verlöschende Flamme. Jonas machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne und hielt die Taschenlampe fest wie eine Waffe. Die Gestalt blieb still. Dann, als hätte der Nebel sie geboren, trat sie auf ihn zu. Und noch einen Schritt. Jonas' Herz raste. Die Taschenlampe flackerte. Dann hörte er es, ein Flüstern. Sanft, zart, wie das Rascheln trockener Blätter im Wind. Doch die Worte, sie waren in keiner Sprache, die er verstand. Und sie kamen nicht von der Gestalt vor ihm. Sie kamen von hinten. Ein warmer Atem strich über seinen Nacken. Der Geruch von Verwesung füllte seine Nase. Jonas drehte sich um und schrie. Sein eigener Schrei verhallte kaum, bevor eine Klammerhand sein Handgelenk umschloss. Eiskalte Finger bohrten sich in seine Haut. Er riss sich los, stolperte zurück, während seine Taschenlampe zu Boden fiel und langsam kreisellte. Der schwache Lichtkegel beleuchtete die Gestalt für den Bruchteil einer Sekunde, zerlumpte Kleidung, hohle Augen, Lippen, die sich bewegten, als würden sie Geheimnisse flüstern, die nur die Toten verstehen. Jonas' Puls dröhnte in seinen Ohren. Er tastete hektisch nach der Taschenlampe, seine Finger streiften feuchte Erde und tote Blätter. Als er aufblickte, war die Gestalt verschwunden. Doch das Flüstern blieb, umkreiste ihn wie ein lebendiges Wesen, das durch die Bäume schlich. Sein Atem kam in scharfen, keuchenden Stößen. Er war nicht allein. Das wusste er jetzt. Ein plötzliches Rascheln im Unterholz ließ ihn herumwirbeln, während der zitternde Lichtstrahl seiner Taschenlampe etwas einfing, etwas Falsches. Eine Gestalt kauerte tief am Boden, die Gliedmaßen zu lang, der Kopf unnatürlich zur Seite geneigt. Sie bewegte sich nicht. Sie beobachtete nur. Jonas machte einen Schritt zurück. Die Gestalt tat es ihm gleich. Das Flüstern wurde lauter, eindringlicher, die Worte zischten in seinen Ohren wie ein Schwarm unsichtbarer Wesen. Er drehte sich um und rannte. Zweige zerkratzten seine Kleidung, blieben an seinen Ärmeln hängen, während er den Pfad entlang jagte. Seine Stiefel donnerten auf dem Boden, jeder Schritt verfolgt von diesem Flüstern, diesen unsichtbaren Händen, die fast nach ihm griffen. Die Luft wurde dick, erstickend. Seine Lungen brannten. Er wagte es nicht, zurückzublicken. Er konnte es nicht. Das Gewicht der unsichtbaren Augen lag wie ein Schraubstock auf seiner Brust und raubte ihm den Atem. Dann wieder Stille. Der Wald war still. Jonas kam schlitternd zum Stehen. Seine Brust hob und senkte sich in verzweifelten Zügen. Er riskierte einen Blick über die Schulter. Nichts. Das Flüstern war verstummt. Vielleicht war es weg. Vielleicht hatte er es sich nur eingebildet. Eine einzelne, zarte Stimme durchbrach die Stille. Jonas. Sein Blut gefror in den Adern. Er drehte sich langsam um, widerwillig. Evelyn stand vor ihm. Ihr Gesicht war blass, ihr dunkles Haar fiel in feuchten Strähnen um ihre Schultern.
Sie trug dieselbe Kleidung wie in der Nacht ihres Verschwindens, eine blaue Jacke, Jeans mit zerrissenen Knien. Aber ihre Füße waren nackt, mit Schlamm bedeckt. Ihre Hände zitterten an ihren Seiten, doch ihre Augen waren falsch. Hohl, dunkel, wie endlose Abgründe, die ins Nichts führten. Eine üble Erkenntnis überkam Jonas, etwas stimmte nicht mit ihrem Schatten. Er passte nicht zu ihren Bewegungen. Er zuckte, während sie stillstand. Er streckte sich, während sie sich vorbeugte, zackig und unnatürlich. »Evelyn«, flüsterte Jonas. Seine Stimme brach. Sein Verstand schrie ihn an zu rennen, aber seine Beine waren wie festgefroren. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, aber es war nicht ihres. Es war etwas anderes. Dann bewegte sie sich. Schneller, als sie sollte. Ihre Arme griffen nach ihm, Finger verdreht, Nägel scharf wie Klauen. Jonas schrie, taumelte zurück, als sie sich auf ihn stürzte. Ihre Berührung war eiskalt, ihr Griff unmenschlich stark. Er kämpfte, aber je mehr er sich wehrte, desto tiefer bohrte sich das Flüstern in seinen Geist. Die Stimmen, so viele Stimmen flüsterten, lachten, lockten. Die Bäume um ihn herum verzerrten sich zu grotesken Formen. Schatten glitten über den Boden und verschmolzen mit Evelyns. Oder mit dem, was aus ihr geworden war. Das Letzte, was Jonas sah, bevor ihn die Dunkelheit verschlang, war das Gesicht seiner Schwester, grinsend, verzerrt, zu etwas Monströsem geworden. Ihr Mund öffnete sich weiter, als er sollte, und enthüllte Reihen gezackter, nadelartiger Zähne. Dann herrschte Stille.